Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Willkommen beim größten deutschsprachigen Real Madrid YouTube-Kanal der Welt. Wir haben es wirklich geschafft. Vielen Dank, ich kann's immer noch nicht fassen. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Ich könnte so viel sagen, aber Leute, ich bin so happy. Ich sag einfach mal, vielen, vielen Dank an dich. Ja, du bist gemeint, auf der anderen Seite vom Monitor, vom Handy, vom Fernseher. Ohne dich, ohne jeden einzelnen von euch, hätte das niemals funktioniert. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich bin extrem glücklich. Ja, und wisst ihr, wie Xabi Alonso bei seiner Pressekonferenz gesagt hat, manchmal passt einfach alles zusammen? Ja, ich hatte versprochen, an dem Tag, an dem ich dieses unglaubliche Ziel schaffe, wird es eine Überraschung geben. Und wenn ihr euch fragt, was passt denn jetzt gerade alles so gut zusammen? Punkt Nummer 1, meine Frau ist gerade circa 2000 Kilometer von mir entfernt, kann also meine schlechten finanziellen Entscheidungen nicht korrigieren. Und Punkt Nummer 2, Real Madrid hat gerade letzte Woche in einigen ausgewählten Shops die neuen Trikots für die neue Saison released und wir Zuschauer können die kaufen. Und ich werde jetzt nicht nur eins, ich werde nicht nur zwei, nein, ich werde alle 3 Trikots der nächsten Saison an euch verlosen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr da mitmachen könnt, das verrate ich euch natürlich im Video, denn es geht hier nicht um mich, es geht hier um Real Madrid und starten wir mal mit den Themen, über die wir heute reden wollen. Thema Nummer 1. Álvaro Carreras, was ist da los? Der Transfer schien in trockenen Tüchern, jetzt auf einmal scheint er ins Wackeln zu geraten. Die neuesten Informationen dazu kriegt ihr natürlich gleich im Video. Dann 2 verletzte Stammspieler bei Real Madrid, Leistungsträger, Thibaut Courtois und Fede Valverde. Was da los ist, erfahrt ihr auch. Und zu guter Letzt reden wir über eins meiner Lieblingsthemen, Arda Güler und seine körperliche Entwicklung. Was die Fotos, die der gepostet hat, darüber müssen wir reden. Also wie ihr hört, ein vollgepacktes, interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja Leute, heute ist Montag, der 2. Juni. Was bedeutet das? Genau heute, in einer Woche, startet das erste Training von Xabi Alonso bei Real Madrid. Und wir wissen, Real Madrid versucht Xabi Alonso so viel Werkzeug wie es geht mitzugeben, damit er möglichst gut die Club-WM vorbereiten kann. Die Club-WM, ich glaube jetzt langweile ich euch, aber ich muss es nochmal erwähnen, ist für Real Madrid das Ziel Nummer 1 in dieser Saison. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern natürlich auch aus Prestigegründen. Und vor allem für Xabi Alonso und die Mannschaft wäre es eine Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen, der Welt des Fußballs zu zeigen, Real Madrid ist doch noch da oben an der Spitze. Ja, wie dem auch sei, viele fragen sich, werden wir uns auch auf der Verteidigerposition, auf der linken Verteidigerposition, um präziser zu sein, verstärken. Wochenlang schien es klar, Álvaro Carreras wird nach Real Madrid kommen. Es ist eine Frage von Stunden. Diese Stunden ziehen sich inzwischen seit Tagen, seit Wochen und viele Madridistas fragen sich, was ist da los? Warum hat er noch nicht unterschrieben? Ja, und ich habe euch immer wieder gesagt, Benfica ist ein harter Verhandlungspartner. Real Madrid hat versucht, den Preis runter zu reduzieren. Aber gestern kamen die ersten Informationen aus Spanien, dass Real Madrid 30 Millionen angeboten hätte plus Boni. Und Benfica Lissabon das nicht akzeptieren würde. Es gab sogar die ersten Gerüchte, wenn Real Madrid nicht ihr Angebot verbessert oder wenn Benfica, besser gesagt, nicht Real Madrid entgegenkommt, hat Madrid auch kein Problem damit, die Saison mit Ferland Mendy und Fran Garcia zu spielen. Und viele Madridistas haben schon gedacht, um Himmels Willen, oh Gott, was auch immer. Aber die Quellen, die das veröffentlicht haben, sind nicht dafür bekannt,
immer richtig zu liegen, formuliere ich es mal so. Und ich habe mir gedacht, wir haben alle Quellen aus Spanien schon angezapft, alle sagen das Gleiche, alle sagen, es steht unmittelbar bevor. Was sagen denn die Kollegen aus Portugal? Und ich spreche Gott sei Dank etwas Portugiesisch und ich habe einen Clip für euch gefunden. Da hören wir uns mal an, was Portugal zur Situation von Álvaro Carreras und Real Madrid zu sagen hat. Real Madrid hat es eilig, Álvaro Carreras zu verpflichten und hat die Verhandlungen mit Benfica intensiviert. Der Deal wird tatsächlich vorangetrieben und jetzt bleibt abzuwarten, wann und zu welchem Preis er abgeschlossen wird. Derzeit hat Benfica bereits akzeptiert, dass sie Álvaro Carreras verlieren werden. Die beiden Vereine tauschen sogar schon Unterlagen aus. Dennoch bleibt Rui Costa in Bezug auf das Timing für die Freigabe von Álvaro Carreras unnachgiebig. Das von Rui Costa geführte Gremium fordert 50 Millionen Euro, um den linken Außenverteidiger vor der Clubweltmeisterschaft freizugeben, ein Betrag, den Real Madrid bislang noch nicht akzeptiert hat. Dennoch drängt Xavi Alonso darauf, dass der Transfer noch vor Beginn der Clubweltmeisterschaft abgeschlossen wird. Ja, wie ihr gehört habt, Benfica Lissabon hat sich damit abgefunden, dass Álvaro Carreras nach Real Madrid wechseln wird. Es wurden bereits Dokumente ausgetauscht und Benfica Lissabon, so wie man hört, sucht bereits nach einem neuen linken Verteidiger. Es könnte übrigens Miguel Gutiérrez sein. Kann er sich ein paar Jahre entwickeln und dann auch wieder zurückkommen. Fände ich gar nicht so schlecht. Ja, wie dem auch sei, auch aus Portugal die Informationen, es ist quasi alles in trockenen Tüchern. Madrid versucht wahrscheinlich mit Benfica noch ein bisschen über die 50 zu feilschen oder mal zu schauen, wie der Zahlungsprozess ist, besser gesagt, denn laut Informationen aus Spanien heißt es, Real Madrid hat sich damit abgefunden, dass sie 50 Millionen für Carreras zahlen. Viele von euch haben mich gefragt, Mario, ist das nicht zu viel? Ja, und so ist das nun mal bei Real Madrid. Erstens, wenn Real Madrid einen Spieler will, wird der sowieso schon mal automatisch teurer, weil Real Madrid nun mal Real Madrid ist. Zweitens, wenn der Name so frühzeitig bekannt wird und Benfica Lissabon weiß, die wollen nicht den Kerkez, die wollen nicht Miguel Gutiérrez, die wollen nicht Theo Hernandez, die wollen nicht Grimaldo, die wollen Álvaro Carreras und nur Álvaro Carreras. Dann hat Benfica Lissabon natürlich alle Karten in der Hand, kann sich zurücklehnen und Rui Costa kann sagen, 50 Millionen oder wir sehen uns. Ja, und das ist der Stand der Dinge. Deshalb hat die letzten Jahre Real Madrid oftmals Transfer gemacht, die Leute nicht so haben kommen sehen. Ich meine, Bellingham hat jeder kommen sehen, war auch verdammt teuer. Aber zum Beispiel ein Camavinga, da hat nicht mal irgendjemand dran geschnuppert. Alle haben gewartet, dass Real Madrid einen Kylian Mbappé offiziell macht. Und dann kam offizielles Kommuniqué aus Frankreich und alle standen schon da. Und dann war es Eduardo Camavinga. Die Arme gingen wieder runter, außer bei mir. Ich habe mich gefreut, ich liebe Eduardo Camavinga. Aber so muss Real Madrid nun mal operieren. Wenn einmal die Mannschaften wissen, dass Madrid an einem Spieler von denen dran ist, wird's teuer, wird's kompliziert. Meiner Meinung nach wird Real Madrid den Transfer von Álvaro Carreras in dieser Woche noch dingfest machen und er wird nächste Woche zum Trainingsbeginn bei Real Madrid dabei sein. Das ist aber eine reine Vermutung, keine Information. Ja, wer nächste Woche beim Trainingsbeginn wahrscheinlich nicht da sein wird, ist Thibaut Courtois. Was für ein Verletzungspech hat Real Madrid in dieser Saison? Wie oft kann sich in einer Saison ein Torwart verletzen? Also, gehen wir mal zum Bericht von Real Madrid. Courtois medizinischer Bericht. Nach Untersuchungen, die der medizinische Dienst von Real Madrid an unserem Spieler Thibaut Courtois durchgeführt hat, wurde bei ihm eine Sakrolitis diagnostiziert. Ausstehende Entwicklung. Sakrolitis? Der hat doch keinen Bock. Jetzt erfinden die schon Krankheiten oder was? Nein, wie dem auch sei, ich habe natürlich bei ChatGPT direkt geguckt, was ist das? Für euch hier die Definition. Eine Sakrolitis ist eine Entzündung des Iliosakralgelenks. Ich sage nicht das, was in den Klammern steht. Dieses Gelenk verbindet das Kreuzbein, Os Sacrum, mit dem Darmbein und befindet sich im unteren Rückenbereich, rechts und links der Wirbelsäule, oberhalb des Gesäßes. Also, für die Mediziner unter euch, ich hoffe, ihr könnt uns das in den Kommentaren erklären. Das Wichtigste an allem, Thibaut Courtois kann aufgrund dieser Verletzung nicht mit Belgien für die Nationalmannschaft spielen. Der wird in Madrid bleiben, seine Verletzung auskurieren, aber Entwarnung für die Club-WM. Bei der Club-WM wird Thibaut Courtois wieder topfit zwischen den Pfosten stehen.
Und Ähnliches wie zu Thibaut Courtois gab es zu Fede Valverde zu berichten. Da habe ich euch letzte Woche ja schon erzählt, auch er hat im unteren Rückenbereich seine Probleme. Ich habe übrigens gehört, Fede Valverde ist der Spieler in Europa mit den meisten Minuten in dieser Saison gewesen. Also ganz großes Kino, Carlo Ancelotti. Fede Valverde hat über 5000 Minuten gespielt. Und es war eine Frage der Zeit, dass er sich verletzt hat. Wir haben Glück, dass die Verletzung relativ gering ist. Auch da gilt das Gleiche wie bei Thibaut Courtois. Fede Valverde wird nicht nach Uruguay reisen, wird in Madrid sich erholen von seinen Rückenproblemen, die er auch hat. Die uruguayische Nationalmannschaft muss ohne ihn auskommen. Für die sieht es bei der WM-Quali aber relativ gut aus. Also da kann Uruguay etwas beruhigter sein. Aber auch ein Fede Valverde wird zur Club-WM wieder zu 100% fit sein. Lasst uns hoffen, dass ein Xabi Alonso ihm etwas mehr Pause gönnt als ein Carlo Ancelotti. Ja, wenn wir schon mal bei Carlo Ancelotti sind, wir befinden uns kurz vor der WM-Qualifikationsphase und Brasilien wird seine ersten Spiele unter Carlo Ancelotti spielen. Und ganz ehrlich, ich gönne diesem Mann alles Gute und ich bin irgendwie auch gehypt auf die brasilianische Nationalmannschaft. Die Spiele werde ich mir anschauen. Ich bin gespannt, was Brasilien da zaubern kann. Und ich drücke natürlich alle Daumen, die ich habe, dass Vini unverletzt aus der Nummer rauskommt. Ja, die anderen Spieler sind auch in der Nationalmannschaft, die spanischen etc. pp. Und ein Spieler, der auch bei der Nationalmannschaft ist so ein gewisser Arda Güler. Ihr wisst, so mein kleiner Diamant im Auge, neben Eduardo Camavinga, mein Lieblingsspieler im Kader von Real Madrid. Und er ist bei der türkischen Nationalmannschaft, freut sich, so wie es aussieht, er ist am Grinsen wie so ein Honigkuchenwert, freut sich auf die Länderspiele gegen die USA und Mexiko. Man sieht einfach, ein Arda Güler, wie wohl der sich bei der türkischen Nationalmannschaft fühlt und wie wohl der sich allgemein in der Türkei fühlt. Immer diese Videos, wie der da am Strand mit den Kindern spielt. Was für ein geiler Typ. Was hätte ich mir als Kind gewünscht, mit einem Spieler von Real Madrid zu spielen? Und wenn es nur eine Minute wäre. Also die Zeit, die er sich da nimmt, den Brief, den er an die Kinder geschrieben hat. Wie gesagt, ein ganz großer Fan bin ich vom Fußballer. Vielleicht ein größerer Fan bin ich aber auch noch vom Menschen. Aber das ist ein anderes Thema. Worüber reden wir hier? Über die körperliche Veränderung von Arda Güler. Viele von euch haben mir in den letzten Livestreams schon gesagt, hör mal, der Arda, der sieht aber wesentlich stabiler aus, ne? Der hat ein wesentlich mehr Kreuz bekommen. Und ganz ehrlich, auf dem Fußballplatz hat man das gemerkt. Es ist bei den Zweikämpfen auch ein paar Mal passiert, dass der Gegner auch an ihm abgeprallt ist. Und man sieht, der Türke hat Arbeit reingesteckt in seinen Körper. Gestern hat er Fotos veröffentlicht auf seinem Instagram und die blende ich euch mal ein. Und wir waren letztes Jahr schon überrascht von seiner körperlichen Veränderung. Aber der hat auch dieses Jahr nicht aufgehört zu arbeiten. Und wenn man ihn sieht, dann denkt man schon, meine Güte, er ähnelt immer mehr Mesut Özil. Arda, das ist der Moment, wo du nicht übertreiben solltest. Bitte nicht zu einem Mesut Özil werden. Das hat er auch erst nach seiner Karriere gemacht. Wir brauchen dich auch noch spritzig und agil. Aber man sieht, Arda Güler arbeitet an sich. Und das ist für mich ein klares Zeichen an Xabi Alonso. Er zeigt ihm, er ist da, er ist bereit, er hört nicht auf zu arbeiten. Und er möchte, vielleicht mit das wichtigste Puzzlestück sein in dem neuen Real Madrid von Xabi Alonso. Mich hat er sowieso fußballerisch schon gewonnen, aber im zentralen Mittelfeld, da wo er spielen möchte, ist nun mal körperliche Stärke wichtig, alleine damit er sich nicht so oft verletzt. Also er muss ein zentraler Fußballspieler, Mittelfeldspieler, muss jetzt kein Tank sein. Es gibt auch agile Fußballer, Pedri ist jetzt zum Beispiel auch jetzt kein körperliches Monster. Aber wir wissen, Real Madrid achtet immer sehr auf die Fitness, auf die körperliche Gesundheit. Und für mich, ich bin beeindruckt von dem jungen Türken. Könnt ihr bitte eure Meinung in den Kommentaren lassen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum viele von euch noch hier sind. Das Gewinnspiel. Was muss ich tun, um eins der 3 Trikots von Real Madrid in der nächsten Saison zu gewinnen? Punkt Nummer 1. Dieses Gewinnspiel ist logischerweise ein Dankeschön an meine Follower, an diejenigen, die es überhaupt möglich gemacht haben, dieses Ziel erreicht zu haben. Das heißt, natürlich ist deine erste Voraussetzung, du musst Follower auf diesem Kanal sein. Klar. Und jetzt genau zuhören. Ich habe keine Lust, mir irgendwann vorzuwerfen oder vorwerfen zu lassen, du hast dich für den entschieden, du hast dich für den entschieden, was auch immer. Ich hatte früher immer das Gefühl, dass man bei YouTubern nicht wirklich was gewinnen kann,
Meine Gewinne wurden immer wirklich rausgegeben. Das konnte ich auch danach mit Fotos etc. beweisen. Können auch diejenigen, die schon was gewonnen haben, können das gerne in den Kommentaren lassen. Ja, wie dem auch sei, lange Gequatsche für wenig. Wenn du das Real Madrid Trikot gewinnen möchtest, musst du heute, übermorgen oder Donnerstag, ich erkläre auch warum, den Kommentar haben mit den meisten Likes. Ich mache es ganz einfach, ich gebe euch die Wahl. Schreibt unter mein Video, warum du dieses Trikot für die nächste Saison haben möchtest. Diejenigen, die ein Trikot gewinnen, ich warne direkt voraus, müssen ein bisschen warten, weil ich werde, wenn ich die Gewinne habe, das Trikot dann in ihrer Größe mit ihrer Beflockung dann bestellen, weil ich möchte ja, dass ihr das Trikot kriegt mit der Rückennummer, die ihr wollt, in eurer richtigen Größe, logisch. Also diejenigen, die dann gewinnen, bitte nicht ärgern, wenn es dann 2 Wochen dauert, bis ihr euer Trikot zu Hause habt. Aber das ist ja, glaube ich, das geringste Problem. Wie gesagt, ich werde den Kommentar, der heute die meisten Likes bekommt, der wird das Heimtrikot nächste Saison gewinnen. Morgen bin ich mir noch nicht sicher, ob es ein Video geben wird. Deshalb ist morgen aus der Wertung. Mittwoch, derjenige mit den meisten Likes auf seinen Kommentar wird dann das Auswärtstrikot bekommen. Und am Donnerstag, derjenige mit dem Kommentar mit den meisten Likes wird das blaue, das dritte Trikot gewinnen. Ist meiner Meinung nach mit das Schönste, wenn ich ehrlich bin. Aber heute, Mittwoch und Donnerstag, jeweils der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt das Trikot. Schreibt in die Kommentare die Gründe, warum ihr das Trikot gewinnen sollt. Schreibt einen Witz dahin, schreibt was auch immer, beleidigt mich, macht was ihr wollt. Achtet nur darauf, dass euer Kommentar der ist mit den meisten Likes. Ja, das war es auch schon. Und ich bedanke mich nochmal bei jedem einzelnen von euch. Aber die Reise endet nicht. Nächstes Ziel 10.000. Weiß einer, ab wann man so eine Plakette bekommt? Das wäre so geil, wenn ich eine hätte. Naja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen von euch. Wir sehen uns wahrscheinlich übermorgen, vielleicht morgen wieder. Bis dahin.